Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits of Cold Steel. Ihr werdet wahrscheinlich beim letzten Mal mitbekommen haben, dass ich hier an einer relativ prekären Stelle aufgehört habe, nämlich mitten in der Practical Exam, wo wir, glaube ich, zum ersten Mal 2 Kämpfe bestreiten müssen mit 2 unterschiedlichen Anforderungen, wenn man die extra AP hier einheimsen möchte. Ich weiß nicht, ob das hier... Ich glaube, du kannst das auch abschließen, ohne diese Conditions hier zu mieten, quasi. Aber dann gibt es halt Punktabzug und den würde ich gerne vermeiden, denn wir sind beim letzten Mal gegen die Jungs unserer Class 7 Gruppe angetreten und werden jetzt die Mädels gleich konfrontieren. Und das, was mir beim letzten Mal ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat, ist der zweite Punkt. Weil Cancel an Enemy Art, das war schon einmal eine Anforderung. Und die ist nicht so ganz einfach aus verschiedenen Gründen. Und das werden wir wahrscheinlich in dem Kampf auch nochmal leibhaftig zu sehen bekommen. Aber erstmal gucken, mit welcher Vorgehensweise ich jetzt hier am besten fahre. Es ist, ja, das wird schlimm. Auch vor dem Hintergrund, dass ich hiervor nicht speichern konnte, ne? Vor dem Kampf gegen die Jungs war das möglich, aber hier nicht. Und ich könnte das jetzt so schnell und bequem einfach finishen, ne? Wenn ich jetzt einfach Milliams und Greens Dings hier einsetzen würde. Ich hätte Motivate, hätte ich jetzt hier machen können. Warum habe ich das nicht gemacht? Ich bin schon wieder unkonzentriert. Mann, so wollte ich nicht in den Kampf starten. So, ich kann mit ein bisschen... Ach, guck mal, sie hat aber auch Impede. Das erhöht die Chancen schon mal so ein ganz kleines bisschen, wenn Emma sich mit irgendeinem Zauber auflädt, weil dann kann ich mit Milliam und mit Green schon mal was machen. Das sollte weiterhelfen. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Eventuell kann ich mit Greens... Boah, ich glaube, ich probiere das gleich. Ne, ich probiere das jetzt. Mit seinem Flame Stash. Nein! Nein! Ich habe verkackt. Ich komme aus diesem Menü nicht mehr raus. Ich will nicht den letzten Kampf nochmal machen. Oder überlebt das vielleicht irgendwer? Vermutlich nicht, ne? Kann ich mich irgendwie selbst in die Luft jagen? Ich hatte gehofft, dass ich nur Laura und Vieh... Guck mal, Emma steht gar nicht... Die steht außerhalb des Kreises. Warum wird die hiervon trotzdem getroffen? Nach Augenmaß habe ich das eigentlich richtig eingeschätzt. Mann, ich kann niemanden auswählen, ohne dass Emma hier mit inkludiert ist. Ach Mann, ey, leckt mich doch. Ich habe keinen Bock, alles nochmal zu machen. Steht sie irgendwann wieder auf? Bestimmt nicht, ne? Kann ich den Gegner wiederbeleben? Warte, Reviving Balm? Nee, ne? Toll. Und jetzt? Lädt sie sich eventuell auch auf, Alisa? Vermutlich nicht, oder? Ich gebe die Hoffnung jetzt noch nicht ganz auf. Och Mann, ey. Das war echt... Ja, ich werde den Punkt dann jetzt liegen lassen. Ist mir egal. Wie gesagt, die 100% habe ich eh verkackt, schon mit Abschluss des letzten Kapitels. Aber das ist gerade einfach nur frustrierend auf so vielen Ebenen. Weil... Hätte man die Möglichkeit, aus diesem Angriffsmenü nochmal irgendwie rauszukommen. Und ich habe, meine ich, alle Knöpfe durchprobiert. Das war ja, wie gesagt, das ist ja nicht der erste Kampf, wo ich mit diesem Problem hier zu kämpfen habe. Es ist einfach nur, ja, tschüss. Jetzt habe ich schlechte Laune. Das ist, so Partbeginn ist das echt gar nicht gut. Aber was willst du machen? Einfach so unnötig. Ist einfach so unnötig gerade gewesen. Das finde ich einfach wie bei Crafts oder bei Arts, die du einmal auswählst, um die Range deines Angriffs zu checken, einfach wieder zurück kannst. Warum? Warum ist das dann endgültig so? Ich check's nicht. Ich verstehe nicht, wem damit geholfen ist. Egal. Nützt jetzt auch nichts mehr, drüber zu jammern. Eine Kondition von den beiden erfüllt. Juhu. Dafür haben wir Zeit gespart. Boah, ich brauche ganz schnell den nächste Field Study, um das hier irgendwie zu verdrängen. Ganz schnell, bitte. That's enough. And it looks like a victory for the Star Wars team whatever. Not bad at all. No. I can't believe we lost. We fell just short of victory. You all fought admirably. What a shame. It was a close one, though.
You, these class 7 gods would just straight take you out before they take you out for a night on the town, huh? Hehe, well done, Milliam. You too, Emma. Ja, können wir jetzt bitte den Platz verlassen? I'd make Team Whatever go a third round, but there's no one else to fight, so I guess they get to rest. Was? Go a third round, but there's no one else to fight, so I guess they get to rest. We'll review your performance later, but in the meantime, we've got Team Class President and Team Vice President going head to head. Both teams step forward. Noch besser. Ach, aber das werden wir... Ah, das werden wir jetzt nicht mehr. Hier hätte ich jetzt, glaube ich, 5 kriegen können, wenn ich alles richtig gemacht hätte. Ach, keine Ahnung. Einfach nur traurig. Ich hätte das alles nochmal gemacht, aber nicht mit dem Kampf davor nochmal. Das war mir zu ätzend beim letzten Mal. Well, looks like that about wraps it up. That final fight was a real thriller from start to finish too. It was certainly a good fight, but... who would have thought that you take advantage of such a tiny opening like that to overwhelm us? That's Laura and Fee for you, I guess. I imagine that where combat... I imagine that where combat is concerned, they would handle best most of the second years. To swing a sword is one thing, but we were relying on Elisa and Emma to keep up the pressure. Yep, wouldn't have been nearly as effective without them. I'm glad you think so. Still, it's safe to say that everyone fought pretty well. I had this funny feeling that Reen's team would come out on top though. Überrascht mich nicht. Winning both of your matches with the new team is pretty impressive. I feel like I was riding on Crow and William's efforts though. No, don't sell yourself short. You're pretty strong. Yeah, and you're tougher than you look too. I see your practical exams are as unconventional as ever. Na, wer ist das? Neidhart? Gemessen am Inhalt würde das am meisten Sinn machen. Weil er ja immer wieder in Sarahs Richtung piekst, was ihre Trainingsmethoden angeht. Oh, Instructor Neidhart? Oh, I was under the impression that having back-to-back battles with uneven odds was par for the course in actual warfare. And don't you think learning to fight effectively against cunning opponents with team tactics is important for any soldier? Well, that's certainly true. So what brings you here, Instructor Neidhart? Wundert mich, dass Sarah das nicht gefragt hat. Please tell me this isn't the part where we have to fight both of the instructors at once. Of course not. Bring sie nicht auf dumme Ideen. It's just that, like last month's field study in the capital, your upcoming field study is also a bit unusual. Instructor Neidhart here has been involved in making the arrangements, which is why I asked him to come. Was, seit wann arbeitet ihr zwei denn zusammen? What do you mean by unusual? That sounds a bit ominous. Well, we just about wrapped things up anyway, so let's move on to announcing your next field study locations. Ja, bitte. Ich weiß es schon und ich freue mich. Es wird so cool. Tada! Well, wir sehen es. Group A wird sich nämlich nach Legram hinbegeben, dem Heimatort von der guten Laura. After 2 days, reassemble at the designated location. Die anderen gehen zu Jurai Special Economic Zone. Und wir sind zusammen mit Reen, Laura, Emma, Justus, Gaius, Milliam. Großes Team auf jeden Fall, große Auswahl. Diesmal sind wir in einer Mehrzahl, weil das ist halt eine ungerade Zahl, summa summarum. Legram ist Lauras Hometown, right? Warte mal kurz. Sorry, ich musste gerade kurz was gucken. Laura's Hometown, ja genau, das hatte ich schon gelesen. It's a lakeside town in the south of the Kreuzen province, blanketed by thick fog for much of the year. As a castle town dating back to the Middle Ages, it has more than its fair share of local legends and tall tales. It sounds like quite a historical hotspot. If I'd gone home for summer vacation, I would have returned to Trista only to turn around and head right back home again.
I guess that's true. So, what about this Jurei, keine Ahnung, Special Economic Zone? I'm pretty sure it's a city up on the far northwestern coast of the empire. They used to be independent, but the imperial government runs the show there now. Oh, there it is. I think Gramps annexed it about 8 years ago. Ja. Wichtige, gewichtige Themen, wieder locker flockig, beiläufig kommentiert, wie immer von Milliam. Milliam. Ich glaube, das tangiert sie nicht. I'm guessing the Gramps she's referring to is... Yeah, probably Mr. Blood and Iron himself, the Chancellor. Honestly, do you even think about the words coming out of your mouth? Die Antwort kennst du doch, Uses, also. Was sollen die rhetorischen Fragen hier? Why? It's not like it bothers me. Darum geht's ja nicht. Both occasions seem worth checking out. Though that final line makes me curious, none of our other field study instructions had anything like it. After 2 days, reassemble at the designated location. True, usually wherever we go, that's where we stay for the duration of the field study. Care to shed a little light on that, instructor? I could, but I wouldn't want Instructor Neidhart to feel left out, so I let him do the honors. Wie er sich vorher noch räuspert. As you wish. Als ob jetzt was extrem Wichtiges kommen würde. Vielleicht ist es das auch. After completing your assigned tasks in your respective areas, you will be boarding a train bound for the rendezvous point. That point is a notable military installation in the southeast of the empire, Guerrilla Fortress. Guerrilla Fortress? That's that giant base on the border facing the Republic. So after we finished our regular field study, we're going to be whisked away to a major military base? As part of your field study, of course. I'll be joining you there to serve as your military... Das Wort konnte ich noch nie aussprechen. For the duration of your visit. Liaison. Glaube ich. Irgendwie so. Naturally, you'll all be given a series of assignments specific to that location. Wow, sounds like fun. I very much doubt that's the intent. Sounds like I'm gonna be put through the ringer on my very first field study. Das könnte passieren, ja. Something wrong? Nah, don't worry about it. Well, I'm looking forward to another installment of your action-packed field study reports. But just so you know, I'm planning on joining you at Guerrilla Fortress too. I'm not gonna let the big bad army man push my adorable little students around. I have no intention of asking anything unreasonable of them. Nothing that deviates from their curriculum. Deviates? Keine Ahnung. Unlike a certain other instructor whose name we shan't mention. Ich mag das irgendwie immer, wie die sich gegenseitig so necken. Ich weiß nicht, vielleicht liegt da was in der Luft zwischen denen. Ich glaube, prinzipiell sind die zu unterschiedlich, aber das muss ja nichts heißen. Is it even safe to keep these two in the same room together? Ja, berechtigte Frage. Aber ich denke, am Ende des Tages können sie sich schon benehmen. Ich sag mal so, das ist eigentlich auch kein Spoiler. Bei Guerrilla Fortress, da sind wir in diesem Spiel tatsächlich schon mal gewesen. Und zwar ganz am Anfang. Ganz, ganz am Anfang, bevor das Spiel überhaupt erst losging. Da gab es die Szene mit der sehr fashion Musik und da ist Sarah auch Teil des Teams gewesen und so. Und genau diesen Moment, den haben wir ganz am Anfang schon mal gespielt. Und da wird das dann irgendwann auch mal wieder hinführen quasi. So, wir haben auf jeden Fall einen neuen Quartz bekommen. Skanda Gem. Ja, ich erwarte mein Todesurteil. Bitte sag mir, dass ich nur mit zweitbestem Rang abgeschlossen habe, wenn überhaupt. Es gab gar keine Rangeinschätzung. Okay. Das gab es nur für die Field Studies, ne? Am Ende. Ich bringe das immer durcheinander. Aber hier hätte man mehr rausholen können. Macht mich immer noch ein bisschen traurig. Aber nicht mehr so traurig wie vor
5 Minuten oder so. Keine Ahnung. So, ich muss ein Gem inspizieren. Bitte laden Sie schneller, sonst vergesse ich das. Oh, da liegt er noch in seinem Bettchen. Keine Frau an seiner Seite. Ach, Reen, du arme Wurst. Alright, we're heading out on our field study today. I don't need to get up just yet, but I guess it wouldn't hurt. Oh, I could just give in and go back to sleep. I'm still feeling kind of beat after training last night. Huh? Ja, ich kommentiere das mal nicht weiter, ne? Also, ja, also ich würde übrigens so nicht gerne geweckt werden, aber das ist ein anderes Thema. Wakey, wakey! Come on, Reed, it's time to rise and shine! We're gonna miss the train! Stop that! That's not very ladylike. Oh, right in the gut. I can't believe it! My very first class trip! We're gonna have the best time! How much money do I get to spend on sweets and stuff? Oh, do bananas count as snacks? No, they don't! Just get off me. Please. Tja, sehr weirde Szene, aber okay. There you are. Good morning, Reen. Seems you had quite the rude awakening this morning. Yeah, Coffee only wishes it was that effective. She must have really been looking forward to this trip. Certainly seems so. She holds her own in class, to be sure. But at times like these, she seems like any other kid her age. I'm looking forward to finally getting the chance to visit Laura's hometown. I've heard that Legram is known for both its many legends and for the mist that hangs over the town for much of the year. I don't know which stories you've heard, but most of them have been exaggerated in the retelling over time. It certainly doesn't lack for scenic beauty, though. I was hoping I'd have the opportunity to invite you to see it. Though I wish Elisa, Fee, and the others in Group B could have come with us. Me too. I hope they enjoy their trip. Sorry to keep you waiting. Uses? Good heavens. Ugh, can someone do something about this child? She's out of control. Okay, looks like everybody's here. Let's go, go, go! Ja, Reen hat das, glaube ich, ganz schön auf den Punkt gebracht, als er meinte, dass Kaffee nur davon träumen kann, so effektiv als Wegmittel zu sein wie William in dem Moment. All rare quartz and accessories have been unequipped from the other group's members. Mist, ich hätte das vorher machen sollen. Obwohl, die hatten ja alle gar nichts mehr angelegt, ne? Doch, Gaius hatte noch was. Gaius und wen hatte ich? Hatte da noch jemanden auf der Ersatzbank. Ach, Mist, verdammter. Oder ist er jetzt hier wieder mit dabei? Ach nee, Gaius ist hier dabei. Warte mal, dann kann ich ja eben kurz schnell gucken. Weil er ist klar, dass bei Laura nichts dabei ist, ist auch klar. Ach so, ich komme jetzt hier überall nochmal ran. Das ist doch schon mal mehr als hilfreich. Warte mal, das heißt, die 5 jetzt hier am Ende. Ja, die 5 am Ende, die sind dann nicht in meinem neuen Team, weil die auch jetzt um ihre Rare Quartzes quasi erleichtert sind. Ich nehme den jetzt aber einfach mal alles weg, weil die so ein paar nette Sachen haben, wie zum Beispiel Hit 2 und Action 2 und Evade 2, was ich sicherlich für meine neuen Leute in Anführungsstrichen ganz gut gebrauchen kann. Das ist das eine. Und beim Equipment will ich jetzt auch nochmal auf Nummer sicher gehen, denn die haben jetzt zwar ihre Accessoires nicht, aber ich würde gerne auch diese Sachen hier alle einmal wegnehmen. Nur für den Fall, dass ich das gleich besser bei anderen Leuten gebrauchen kann. Also was heißt gleich? Ich werde das dann offscreen machen. Und diesmal, also ich glaube, heute werde ich wirklich den Part an der Stelle beenden können, wo ich das in aller Seelenruhe nochmal anpassen kann. So, es wird aber auch eine Entscheidung langfristig fällig, mit welchem Team ich spielen will. Und das könnte wieder ein bisschen tricky werden, weil ich definitiv Gaius und Usis, weil ich für die noch die Endings brauche, also diese Ending Scenes, die werden definitiv beide ins Team müssen. Und das heißt, dass entweder William oder Laura fliegen.
Oh, es ist voll schwer. Das ist voll gemein. Ich weiß nicht. Ich muss die Entscheidung ja nicht jetzt treffen, ne? Wir müssen ja erstmal rüberreisen und alles Weitere ergibt sich dann. So, einmal kurz Auge kratzen. So, dann verabschieden wir uns standesgemäß von Sharon, die uns ja gestern Abend sehr aufwendig scheinbar bekocht hat. I hear that you will be visiting 2 separate locations for this month's field study. As a result, it may be much harsher than previous ones. I pray that you all learn much from it and that Eidos will be with you. Thanks, Sharon. Hehe, I'm sure we'll all be just fine. So, ich würde gerne eine Sache, bevor wir abreisen, trotzdem noch prüfen. Beziehungsweise, warte, ich habe auch noch was anderes. Wir haben ja noch einen Quartz bekommen. Nicht vergessen, nicht vergessen. Bitte keine Szene, sonst vergesse ich es dann am Ende doch. Okay, kommt nichts, alles gut. So, nämlich, wo haben wir es? Skada hätte ich gerade fast gesagt, aber Skanda ist richtig. Oh mein Gott, Speed plus 15. Okay, also das wird ein Quartz sein, den ich bis zum Ende des Spiels immer mindestens einem Member aus meiner aktiven Gruppe angelegt haben werde. Ich bin gerade am Überlegen, wo konnte man Accessoires kaufen? War das hier oder war das hier? Ich versuche mal hier kurz mein Glück. Ich will nur gucken, ob die hier so Zeug haben. Ja, hier bin ich auf jeden Fall richtig. Ob die hier so Zeug haben. So ein Zeug hier meine ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was der nächste Boss alles macht. Ich weiß nur, dass ich mich unbedingt gegen Nightmare und Sleep schützen muss. Ob das ausreicht, weiß ich nicht. Ich habe 2 Items, habe ich, glaube ich, schon angehäuft. Ich nehme jetzt hier von... Ach nee, warte, eins habe ich noch im Inventar. Ich nehme einmal noch so ein Ding mit, ohne es jemandem auszurüsten. Und dann will ich noch mal ganz kurz gucken. Weil die haben jetzt hier schon... Ich will nur ganz auf Nummer sicher gehen. Weil ich glaube, vielleicht kann ich das auch in der nächsten Stadt noch einkaufen. Diese Geschichte hier meinte ich. Ich glaube, Green Pendulum wird hier mein Lifesaver sein. Weil ich habe jetzt was gekauft, was auch gegen Sleep und Nightmare mich schützt. Aber Faint und Confuse, wenn mein Angstgegner das auch beherrscht, dann... Ja, ist nur für die Hälfte Sorge getragen. Das, ja, muss ich dann gucken. Ja, ich muss mal gucken. Also ich kann ja sowieso, Green Pendulum kann ich ja hier nicht kaufen. Und ich glaube, ich hätte auch die Kohle gar nicht, um mir 2 weitere davon noch zu organisieren. Aber das werden wir dann irgendwie schon deichseln, nicht? So, ich gucke jetzt erstmal hier, ob es noch was gibt. Weil jetzt ist tatsächlich ein neuer Tag angebrochen. Kann also sein, dass er irgendwas Neues hat. Nee, die haben pro Trista-Besuch füllen die, glaube ich, einmal ihren Bestand wieder auf. Und dann kommt auch einmal pro Kapitel quasi ein neuer Imperial Chronicle und so. Ich glaube, dieses Reingerenne bringt mich hier herzlich wenig. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren. Wir haben eine Zugfahrt vor uns und ein bisschen Kartenspielerei und so. Habe ich voll Bock drauf. Ich würde mich so gerne noch mit Ingrediences und so bevorraten, etc. Aber das geldmäßig, es passt einfach nicht. Es passt einfach nicht. Es ist so traurig. Aber vielleicht kann ich jetzt in der nächsten Stadt in Legram dieses Zeug einkaufen, was ich zuletzt von den Gegnern wohlwollend angenommen habe. We need to change trains at Berea to get to Legram, right? I suppose it would be better for us to take the Kreuzen main line than the transcontinental line then. Right, after reaching Berea, we need to transfer to a local line, the Evil Branch line. There's only 1 train every 2 hours, so I'm hoping we can time our arrival to avoid the lengthy wait. It's exactly 7 a.m. right now. We should arrive in Berea somewhere around 10:30 and reach Legram by around noon. We've got work waiting for us the first day too, so the earlier we can reach Legram, the better. Agreed. And there's always a chance our class problem child will make another scene. Ah ja, stimmt, die beiden sind jetzt auch in einem Team. Na, das wird noch witzig mit denen. Ich habe eigentlich für mich selber gerade gelacht, aber Milliam schließt sich an. Sehr praktisch. Oh, I wasn't expecting to run into you guys here. Warum? You all ready to leave too? Nah, we've still got another 20 minutes or so until the next train to Berea comes in.
You're all going to the Jurai SEZ, right? I've never been, but it sounds kind of fun. It's apparently quite a trip to get there, though. It's on the Empire's northwest coast. You have to cross the entire MEHR province to get there. Well, it's not often you get to go on a nice long trip like this, but worry not. The hours will just fly by as I teach you all how to be as cool and popular as I am. Yeah, thanks, but I think I just take a nap instead. Mich hätte schon interessiert, wie der das so formuliert, begründet, was er uns so für Advices mitgibt. Passenger Service bound for... Achso, es geht ja automatisch. Okay. Und definitiv zu schnell, ich probiere es gar nicht erst. We'll see you in 2 days then. See you at Guerrilla Fortress. Bye. Have a safe trip. See you later, Elliot. Later, Machias. And Crow, at least make a token attempt to stay out of trouble. No worries, if you hear about it, it means I wasn't on top of my game. One of these days, Reen, you're thirsty for my life of adventure. Right. Alright, good luck, guys. Try not to, drive everyone crazy for the next 2 days. Okie dokie. Why do I not find that the slightest bit reassuring? You took the words right off my mouth. Oha, oha, guck mal, Bromance-Anbandlung hier. May the guidance of the winds and the goddess be with you all. I look forward to seeing you again in 2 days. Ach ja. Guck mal, da sind Laura und Fee jetzt getrennt. Können wir bitte eine Träne für die beiden vergießen? Da passte doch kein Blatt Papier zwischen die zwei, seit die sich wieder angenähert haben. Und jetzt steigen sie in verschiedene Züge. Ist ja fast herzzerreißend. Die darf man doch nicht mehr trennen. We still have a short while longer before our train arrives. We are to purchase our tickets now while we're waiting. Ja, Eile mit Weile. Erstmal gucken, ob dieser Gordon oder wie der heißt hier sitzt. Was? Hier sitzt einfach gar keiner. Wo sind die ganzen frühen Vögel hin? Wo sind die ganzen Berufspendler vor allen Dingen hin? Ich dachte, wenn wir uns früh auf den Weg machen, dann steppt hier der Bär. Dann brummt der Laden. Aber nicht so hier. Good morning, everyone. Group A is headed to Legram, correct? Yes, that's right. We'd like to purchase tickets to Legram via Berea Heart. Coming right up. Do you want them right away? Buy tickets and wait. Yes. Okay, so that's 6 passengers bound for Legram via Berea Heart. I have those tickets for you in just a moment. Na dann, immer her damit, immer her damit. Wir wollen Karten spielen. Yay. Oh, you're all heading out. Young man's voice. Wow. Jetzt kommt der Rothaarige. Ich hab den Namen vergessen. Ja, den meinte ich. Der mit L. Isn't that... L? Ja, Lecter, keine Ahnung. Huh? What are you doing here, Lecter? You miss me already? Sure did. I'm gonna be back in Crossbell starting the day after tomorrow. Might never have the chance to see you again in this lifetime, so I figured I'd drop by and say hello. Ja, aber wir sind auch gerade auf dem Sprung. Psst, whatever. You're so silly. There's no way you or Gramps would die that easily. That old goat might scare off the Reaper, but I'm pretty weak, you know. Who's he? Captain Lecter Arundel of the Imperial Intelligence Division. We saw him while we were on our field study in NOCH. He's the one supposedly responsible for negotiating with the Republic's army to prevent war from breaking out, but... so he's the Ironblood they call Scarecrow. I have to admit... Da ist gerade Celine hinter uns lang gerannt. WTF? I have to admit he doesn't look like someone who specializes in espionage. Spionage? Kein Plan. Well, I'm sure this little drop of sunshine's got suspicious written all over her, but I hope you're getting along. Don't hesitate to give her a good spanking if she causes too much trouble, though. Okay. We'll try our best to be a welcoming class. I'm not gonna cause them any trouble. Unlike you, I'm a little angel. Ja. Frag mal Usis, ob der das genauso sieht. What kind of little angel would casually whip out something like Lemmy in public?
Do you have any idea how much overtime we put in just covering up for you? Huh? You do? Also ein ganz klares Nein als Antwort. Passenger Service bound for Heimdall. Achso. Ja, ich vergesse es immer wieder. Unser Zug ist da. If you excuse us, Captain. I'm afraid we need to catch this train. Sure thing. Good luck out there, guys. Oh, and by the way, I'd prefer it if you refer to me as secretary rather than captain in public. After all, I am a second secretary for the Imperial government. I see. Well, then, if you'll excuse us, Mr. Secretary. You'd better bring me back a souvenir from Crossbell. Und wehe, wenn nicht. Das wird er sich nicht trauen. Bestimmt genauso wie alle anderen keinen Bock auf Diskussion. Naja, wird sich schon mal finden. Der Lecter, wenn er sie wirklich lieb hat, wird er sie nicht vergessen. Bin ich mal gespannt. Wie war denn das nochmal? Ich konnte immer nur gegen die Karten spielen, die in meiner Hauptgruppe waren, ne? Weil wir ja immer 4 Matches hatten. Ne, 3. 3, aber nicht gegen die Ersatzbank, Leute. Na, wir werden sehen. Ich weiß nicht mal, ob die Schwierigkeitsgrade unterschiedlich sind zwischen den einzelnen Charakteren. Vermutlich nicht. Also in meiner Wahrnehmung war das bisher immer sehr random, aber kann sein, dass da vielleicht unterschiedliche KI-Werte auch hinterhängen. Der erinnert mich auch so ein bisschen an Adult Christian. They seem like an even more interesting bunch than I'd heard. Hope she gets a chance to soak in the good times at school like I did. Well, well, for 2 Iron Bloods, you two have a pretty cozy thing going. Female voice. Ah. Hi. Uh-oh, looks like a scary lady's got me in her sights. Time to make my exit. Begeisterung sieht anders aus. Not so fast. Didn't you have something you were supposed to give me? Come on, cough it up. They don't call you the Purple Lightning for nothing. Maybe you should consider giving up this teaching gig and coming to work for us. I'll bet we could offer double what the Academy's paying you, no sweat. Oh, strictly business, huh? Obviously. I'm not getting any younger here. Hand it over. Ooh, this is the list of every member of the Imperial Liberation Front that we are aware of at present. We've made progress in identifying their top figures too. I see. I suppose I should thank you. Komischer Ort für so eine Übergabe von so einem wichtigen und überaus streng vertraulichen Dokument. Also ich meine, die sitzen ja hier voll auf dem Präsentierteller. Oh, one more thing. Claire had a message she wanted me to pass along. I'm listening. Their primary target is Crossbell City. But there's a chance that something else will be going down within the Empire at the same time. Those were her words. Nicht gerade beruhigend. Vor allen Dingen, weil die zweite ergänzende Info ja doch ein bisschen vage war. Aber Sarah wird schon das Richtige draus machen. Yay! Endlich wieder raus! Endlich wieder spielen! Endlich wieder Freiheit und neue Orte! Ist das schön. Ist halt immer wieder ein Highlight. Irgendwie Trista ist auch wunderschön und ich fühle mich an dem Ort auch sehr wohl und so, aber es ist halt alles so ein bisschen drüppelig und gemächlich und weniger aufregend einfach als das, was wir immer außerhalb hier erleben können. Da freue ich mich deswegen sehr drauf. Ja, meine liebste Field Study beginnt hier und jetzt. Obwohl heute eventuell tatsächlich nicht mehr, weil ich nicht weiß, ob wir dort heute ankommen werden, aber spätestens nächstes Mal. Wow, it's like a sea of green out there. Hey, Ulysses, why is the wheat all green? Wheat, barley, and rye are all cultivated in the Kreuzen province. Each is grown in its season, which means that what you're seeing right now is the fall wheat crop. Oh, look, there's a weird scarecrow. Look at its head. It looks all messy like Lecter's. Ja, das fand ich jetzt aber nicht schlimm, als wenn sie sowas sagt. Well, as long as she's enjoying herself. At times like these, she seems just like any girl her age. It's still hard to believe she's only 13. That's a year younger than my brother. It really puts things in perspective, doesn't it? Ja.
kenne ich. Also diese Vergleiche entweder zum eigenen Alter oder zum Alter von Leuten, die einem irgendwie nahestehen. I suppose this is as good a time as any to tell you more about where we'll be conducting our next field study. Legram is a small town in the southeast of the empire, situated on the shore of Lake Ebel. My father, Viscount Arcade, governs the town, which itself is part of the Kreuzen province. That sounds familiar. If I'm not mistaken, isn't that the province Yu's father oversees? Well, technically yes. But Legram is known for being a particularly self-reliant region. I doubt the Viscount has much interest in the authority of his liege lord, so rum. I suppose I cannot deny it. My father can be a little too free-spirited at times, but I can't help but feel your father's governance has its own issues, especially where taxation is concerned. It's not as though I'm unaware of that. Sorry, I seem to have touched on a sensitive issue here. No, there's nothing for you to apologize for. Exchanges like these are the daily bread of the nobility. It's true that the four great houses do have immense power, but it's still up to the individual feudal lords to govern their respective regions, and as far as taxation goes, each region has its own statutes, which makes the whole situation even more complicated. It is quite convoluted, although the imperial government does seem to be attempting to unify all regions under a single tax system. That's one of the major points of dispute between the two factions. Incidentally, my father's stance on the matter is, hell will freeze over before I consent to it. I do understand the reformist's point of view, but each region of the empire has its own traditions and customs. Attempting to normalize all of those under a single system seems a little insensitive. The more you tell me, the more complicated it sounds. Well, it's certainly not an issue with a nice, clear-cut solution. This is boring. Don't you have any more cool stories about Legram? Ich fand es eigentlich ganz interessant. I suppose a couple of students batting around ideas about taxation isn't going to really solve anything, but I guess to me, one of the things Legram is most famous for is the Arcade School. Oh, isn't that the thing Laura's dad teaches? That's the one. The Arcade School of Swordsmanship is the style passed down by the ancient knights of Erebonia. It's one of the two most famous martial styles in the Empire, the other being the Vander School. I've heard there's a training hall where students of the Arcade School come from all over the Empire to train. Indeed, there is. Several students of the school are studying in Legram at the moment. The rest are scattered throughout the Empire. And Laura's father instructs them all. He does. Viscount Arcade is not only the Lord of Legram, he is also the current head of the Arcade School. Oh, doesn't he have some super cool title like the Radiant Blade Master or something? He sounds crazy strong. This may sound unseemly coming from his daughter, but his strength is, quite frankly, inhuman. I would easily place him among the 3 strongest people in the Empire. He sounds like an incredible guy. I've heard plenty of rumors about his strength myself. From what I understand, he acts as a combat instructor for this nation's armies, both provincial and imperial, though as a result I hear he spends a significant amount of time away from his territory. That is unfortunately the case. We may be visiting my home, but there's no guarantee that my father will even be there. I see. That's a shame. I'd really like to meet him. Das können wir dann wohl nicht beeinflussen, wie es klingt. Aber vielleicht haben wir ja Glück, wir bleiben da ja auch ein bisschen. Ne, guck mal, gegen 5 Leute spielen wir. Ich nehme alles wieder zurück, was ich gesagt habe. Ah, nee, das ist Talk. Warte mal, bei Play haben wir aber auch die 5 mit drin. Okay, also, wir sprechen aber natürlich erstmal mit jedem. Oh yes, when we reach Legram, I'd like to ask a favor of you all. A favor? I was hoping it would be possible for you to show your respective styles to the Arcade School students. This group has practitioners of the 8 Leaves One Blade School, court fencing and spearmanship alike. And I have no doubt each would be of interest to students of the martial arts. Perhaps so.
The chance to learn more about other schools might broaden our own horizons too. Are you sure my spearmanship would be of interest to them though? Both Renet users are at least use swords. Certainly, the Arcade School teaches more than just sword play. While some use two-handed swords like myself, others use spears and even bows. Perhaps even Emma's Orvis stuff may be of interest. You think? Hey, what about me? What about me? Lemmy's really strong too. Ja, aber es kann sich nicht jeder Lemmy im Laden kaufen oder anfertigen lassen und dann damit besser werden, weißt du? True, but it's just raw strength. There's no skill or technique involved. Oder so. Ja, so ist noch besser formuliert. I concur. Watching Lemmy wouldn't afford the students any chance to learn new techniques of their own. Boo, you meanies! No fair leaving me out. Anyway, I do think that would be a nice gesture, but that's assuming we get the chance before our field study is over. Of course, I look forward to it if we do. Wie sie sich freut. Laura ist eh schon so hübsch, aber wenn sie lächelt, macht sie das nur noch hübscher. I would love the opportunity to show the students each of your respective styles in turn. Am I to assume then that you all participate in such an opportunity does arise? If, stand da, of course, we wouldn't miss it. Hat nämlich gerade irgendwie so falsch geklungen. Mit einem If hätte es Sinn ergeben. So, achso, warte mal, sie hat das, warte. Muss ich jetzt nochmal ganz kurz gucken. Komm, die 2 Sekunden haben wir jetzt noch. Ja, if such an opportunity does arise. Ich habe da irgendwas anderes gerade gelesen. So, Emma, meine liebe Lavender. Ey, das beschäftigt sie immer noch? Ernsthaft? Surely it's just a coincidence. It has to be. Das heißt, wenn sie diesen Duft tatsächlich mit Clotilde auch assoziiert, dann kennen die sich. Und das wahrscheinlich schon ein bisschen besser und länger, sonst wäre das würde sie da nicht so drauf anspringen. What's wrong, Emma? Are you getting motion sickness or something? No, I'm fine. I was just wondering if we might be able to see Lohengrin Castle while we're in Legram. Stimmt, darüber hat Laura uns jetzt gar nichts gesagt, ne? Oh, the castle that came up in Instructor Thomas' lesson the other day? Weather permitting, it can be seen quite clearly. It's surrounded by mist more often than not, but such imaginary has its own appeal as well. Oh wow, that actually sounds pretty neat. Yeah, it does. I was just thinking it would be nice if we could apply some of the knowledge we learned in class to our field study, don't you think? Haha, yeah, that would be. Plus, Lohengrin Castle served as the base for Saint, immer das gleiche Spiel hier, Emma. Oh, sorry, don't mind me. I'm just excited about what we might see there. Das ist ja auch dein gutes Recht und es ist ja auch gut, wenn man aufgeregt ist vor so einer Reise, weil man neue Orte kennt. Wäre ja auch langweilig, wenn es anders wäre. We still have some time before we reach Brea Heart, but we'll be changing trains as soon as we arrive, so make sure you're ready. I will be, though it's a shame we won't have time to stick around for a while. I would have liked to see Rufus again if we had a chance. I'm sure he's much too busy for that anyway. And it hardly seems appropriate to return home now after I chose not to during the summer. Haha, that is a good point. Is something on your mind? I'm just wondering what my family and the other nobles are doing at the moment. This past month, they've been a little overly quiet. Now that you mention it, I haven't heard of any major conflicts between the two factions lately at all. Maybe they're just showing some restraint for a while, after all the craziness that happened at the festival last month. Neither faction is considerate enough to avoid conflict over something so trite. I suppose I should just try to focus on our field study and not concern myself with matters beyond my control. Yeah, I think that would be a good idea. Mist, irgendwas wollte ich sagen, was Justus ganz am Anfang gesagt hat. Jetzt habe ich es vergessen. Ach so, ja, weil er meinte, dass Rufus ja keine Zeit dafür hat. Das hat er beim letzten Mal auch behauptet. Und dann haben wir trotzdem Rufus zu sehen bekommen. Und sogar sein Vater. I'm concerned about my family's activities, but this hardly seems the time to show my face back home. I'll just try to focus on our field study and put the whole matter out of my mind for now.
Was anderes wird dir jetzt vermutlich auch nicht übrig bleiben. Gaius. The issue of regional cultural heritage is quite a profound one. So profound as to have its own tax implications. Well, the desire to preserve the region's traditions and heritage is pretty important in most places throughout the empire. Like the old animist traditions in Legram, I hear a lot of those are still around. Indeed, no doubt you will see many of them firsthand during our stay. Countless anecdotes regarding the land's maiden remain as well. Sounds like Legram has a lot in common with my home in Nord. Our cultures and traditions may differ, but we worship the same goddess and spirits. I think that's a fact many Erebonians are starting to forget, and if you ask me, those traditions are worth protecting, even if it means a little extra money going to taxes. Yes, I feel the same. It seems there will be much to learn during this month's field study. Ja, die nimmt sich da nicht raus. Also die sind halt alle ähnlich vom Lernmehrwert. Our cultures and traditions may differ, but the people of Legram and Nord both worship the same goddess and spirits. Our traditions are definitely worth protecting, even if that means, hat er gerade schon mal gesagt. Habe ich jetzt was verpasst oder hat er jetzt keine neue Sache danach noch hinterhergeschmissen? Vielleicht habe ich auch zweimal gedrückt und kann nur nicht bis 2 zählen. Look at all the trees going past the window. This is so cool. I want to ride more trains like this. It's really fun. Really? No, I'm kind of surprised. I assumed being in the intelligence division meant you'd be taking trains all the time. Well, I usually just ride on Lemmy when I'm out on a mission. Aber auf Lemmy zu reiten oder mit dem durch die Lüfte zu fliegen, ist doch eigentlich viel aufregender, oder? Als hier im Zug zu sitzen. And the super fast train Claire and the others in the RMP use doesn't have any windows. And Graham's special train is too fancy, so you can't really relax. Interesting. It's not often that you get to ride a regular train like this then, is it? But if you get too excited here, you're not going to have much excitement left for when we reach our destination, especially considering how early you got up this morning. But I was so excited I could barely sleep. I'll be fine. I've still got plenty of energy. Und da pennt sie auch direkt weg beim Reden. Alles klar. What was I saying? See, told you. We'll be at Berea Hut soon, so try and get some sleep on the next train, okay? Okay. Und Justus denkt sich gerade nur so, endlich Ruhe für eine Stunde oder so. At times like this, she really is just like any other 13-year-old. Ich finde nicht nur at times like this, weil die tun immer so, als ob das immer nur so Peak-Momente wären, wo sie sich wie eine 13-Jährige benimmt. Aber eigentlich ist das doch bei ihr Dauerzustand, oder? Naja, so. Miriam, kommt da noch was? Boo, I wanted to keep enjoying the view out the window. Oh well. I can't wait till we get there. Honestly. Sei doch froh, Justus, sei doch froh. Außerdem fahren wir auch irgendwann nochmal zurück, da wird sie dann nochmal die Chance bekommen, da ein bisschen genauer hinzugucken. So, wollen wir dann mal anfangen mit unseren Blade-Ründchen? Ich würde mal sagen, wir starten ganz normal und klassisch mit den obersten Leuten und arbeiten uns dann von oben nach unten durch und dann mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich die letzte Zugfahrt gewesen ist. Wie erfolgreich oder unerfolgreich. Keine Ahnung. Oh! Ich hatte gerade komplett einen Logikfehler. Sorry, das muss ich jetzt nochmal machen. Das zählt nicht. Ich weiß, ich bekomme jetzt hier den... Was? Warum habe ich den Bonding-Bonus nicht bekommen? Kriegt man den nicht immer? Auch wenn man verliert? Ich meine, ich hätte so oder so sie nochmal gechallenged, weil das keine richtige Runde war. Ich dachte nämlich, dass ich oben wäre, weil Laura ja zu meinem Team gehört. Ich war gerade irgendwie für den Moment unkonzentriert. So, diesmal machen wir aber alles anders. Ich versuche jetzt wieder meine kleinsten Karten erstmal loszuwerden. Die 1 steht mir hier noch ein bisschen im Weg, beziehungsweise stand. So, das ist ganz gut, was hier gerade passiert, weil ich zwinge den Gegner jetzt schon relativ früh
seine guten Karten auszuspielen. So. Und das können wir definitiv auch. Zumindest noch. Hallo? Jetzt wird's unfair. Warte mal, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich glaube, ich werde einmal die hier ins Rennen schmeißen. Die kommt leider nur mit einer 4er um die Ecke. Ich dachte, da würde jetzt eine höhere Karte kommen. Da haben wir jetzt eine 5. Einmal wegboten, bitte. Nein! Ich könnte aber noch gewinnen. Ach, Mist. Okay. Hätte sie jetzt keine allzu hohe Karte mehr auf der Hand, dann wäre das unser Sieg gewesen. Aber ich verstehe nicht, wo die Pünktchen bleiben. Oder kommen die... Oder kommen die erst, wenn die Zugfahrt vorbei ist? Weiß nicht mehr, wie es die letzten Male war. Aber ich meine immer unmittelbar nach dem Spiel. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Aber egal, mehr spielen kann ich nicht. Also doch, ich könnte noch gewinnen. Also irgendeinen von den Matches werde ich ja wohl hoffentlich gewinnen. Und dann kann ich ja mal gucken, ob das hier irgendwie anders dargestellt wird. Hallo, hast du auch normale Karten auf der Hand? Oder nur die ganzen Bonusdinger? Oh. Okay, Moment. Das war ein krasser Sprung. Die hat zuletzt eine 2 gelegt und dann eine 6 direkt. Das ist, nicht schlecht. Ich erzwinge mal einen Draw. Damit wieder neue Karten gezogen werden. Wow, die hat aber ganz schönes Glück. Warte mal, das ist ein guter Anlass, um hier einmal zu bolten. Das ist nicht gut. Ich glaube, diese Runde gewinne ich ebenfalls nicht. Das war jetzt hier Absicht. Einmal wieder ein Draw. Kann ich jetzt vielleicht mal Glück haben zur Abwechslung? Danke. Sowas Ähnliches habe ich mir nämlich erhofft. So, jetzt sind wir nämlich wieder in the game. Beziehungsweise ich bin gerade wieder in meinem System drin. Guck mal, und die 7 bolten wir jetzt weg. Und eventuell... Nee, die hat noch eine 7. Ach, Mist. Nee, ich glaube, das wird nicht reichen. Nee. Bitter. Das ist sehr bitter. Guck. Das kam bei Laura gerade nicht. Warum? Ist aber bei ihr jetzt auch nicht so schlimm, weil ihre Ending-Sequenz brauche ich nicht, aber komisch ist es trotzdem. So, warte, nee. Diesmal talk ich nicht. Diesmal challengen wir direkt den richtigen. Und gucken mal, was bei Uses so geht. Und da hätte ich die 50 Punkte gerne. Weil bei ihm brauche ich am Ende auch Max-Bonding-Werte. So, hier. Ja, übertreib halt. So, warte mal, wenn der so eine starke 7 dort hat, nutze ich das mal, um den Blitz hier zum Einsatz zu bringen. Das draw ich einmal weg. Ich brauche jetzt noch irgendwas, um die 1 loszuwerden. Das ist fantastisch. Das können wir so stehen lassen. So, und jetzt ab 3. Ich finde, ab der 3 kann man ganz gut mitarbeiten. Hey, sogar mit dem Glück auf unserer Seite. Draw ich jetzt nochmal. Ich versuche es mal hiermit. War vielleicht nicht die allerbeste Idee, aber ich habe ja noch genügend Spiegel. So, warte mal, dann kann ich jetzt hier nämlich die 3 auch loswerden. Mit der hier liege ich immer noch vorne. So, und jetzt wird es nämlich interessant, denn ich werde jetzt beide Mirrors hintereinander wegballern und dann hoffen, dass die 5 am Ende ausreicht. Aber das wird sie vermutlich nicht. Nee. Ich weiß nicht, habe ich gerade irgendwie Pech? Also ich meine, meine Vorgehensweise ist prinzipiell, aber da sind wenigstens die Punkte. Meine Vorgehensweise ist vielleicht prinzipiell nicht die beste. Das mag sicherlich auch sein, aber ich bin bei den letzten Zugfahrten immer mit so einer durchschnittlichen Erfolgsquote von 50% plus immer durchgekommen. Nur hier gerade scheinbar nicht, aber noch ist das Ding hier nicht gelaufen. Mal gucken, was hier noch passiert. So, die 2 kann ich jetzt nicht spielen. Draw oder Blitz. Ich lasse mal auf den Blitz ankommen, weil ich davon einige habe. Ne, jetzt will ich aber Draw gerne einsetzen. Das ist mir dann nämlich zu... Oh, das gibt's doch nicht. Okay, warte mal. Das ist ein Fall für ein Bolt. Ich würde lieber die Sachen wegbolten, die der auf der Hand noch hat. So, das wäre irgendwie mal sinnvoller. So, jetzt machen wir mal hier. Guck mal, jetzt kann ich sogar die 2 noch loswerden. Das könnte eventuell... Mist. Okay, der hat einen guten Zeitpunkt jetzt erwischt, um
um das zu spiegeln. Aber weißt du was? Ich habe sowas auch noch. Well played. Ich hole mir den jetzt wieder zurück. Der hat seine 6 eingesetzt. Okay. Ey, das könnte was werden, Leute. Ich glaube. Und? Jawohl. I had a lot of fun. Nice. Sorry, Gaius, aber du bist ein fairer Sportsmann, ne? Du bist uns deswegen nicht böse. Sehr schön. Habe ich was gewonnen und Pünktchen eingeheimst. So, wollen wir dann noch das letzte Spiel für heute machen? Einmal gegen Milliam. Mir ist nur wichtig, dass ich einmal pro Zugfahrt zumindest hier irgendwie einen Sieg mitnehmen kann. Der Rest ist dann verschmerzbar. Aber nur Niederlagen, das ist schon ein bisschen traurig. Muss nicht sein. Ey, das ist aber gemein. Guck mal, ich kann auch gemein sein. Ey, das ist nicht in Ordnung. Hören Sie bitte auf damit, dankeschön. Jetzt kann ich hier nämlich mein schlechtes Blatt auch mal ein bisschen loswerden. Ja, ist jetzt wieder Absicht. Ich wollte jetzt keine weiteren Bowls wegballern. Das hebe ich mir dann lieber für andere Momente auf. So, wenn ich jetzt nochmal die 3... Ja, ich probiere es jetzt nochmal. Ist ein bisschen mit Risiko verbunden, aber guck mal, das Glück ist auf meiner Seite. Das ist nämlich ein sehr gutes Set gewesen, oder wie das heißt. Ein gutes Blatt gewesen, sagt man, ne? So, dann boten wir das nochmal weg und dann entscheidet jetzt... Oh, der Zufall, wer gewinnt. Ja, super. Nö, das sehe ich nicht als Niederlage. Das konnte ich nicht beeinflussen. Das war ja komplett random, was hier gerade passiert ist. Also, für mich 3 Niederlagen, 1 Sieg und 1 Draw. Das ist für die Statistik nicht allzu gut. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Ich mag das Spiel. Gut, ihr Lieben, dann wird es beim nächsten Mal volle Möhre mit der nächsten Field Study weitergehen. Mitten in Legram. Und da freue ich mich drauf. Habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Aber ich freue mich da voll drauf. Ich hoffe, ihr auch ein bisschen. Liebe Leute, danke fürs Einschalten heute. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.